Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In der 5. Star Wars Folge kommen wir heute zum zweiten Teil der Episode 2. Mit diesen Übersichtsvideos möchte ich euch einen Überblick geben über die verschiedenen Figuren, Raumschiffe und Modelle, die Lego in seiner über 25-jährigen Star Wars Geschichte herausgebracht hat. Wenn ihr selbst ein Modell plant, dann zeige ich euch, welche Figuren und Sets es zu diesem Thema gibt. Und mit den Fotomontagen kreativer Schöpfungen von großartigen Baumeistern aus dem Internet zeige ich euch meine eigenen Ideen, wie ich mir meine Dioramen für verschiedene Schauplätze aus den Star Wars Kinofilmen vorgestellt habe. Die flexible Kombination, Umbau und Erweiterung der verfügbaren Lego-Modelle nach den eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten ist gemeinsam mit den vielen Spielfunktionen die große Stärke von Lego, auch wenn die Modelle nicht so wirklichkeitsgetreu aussehen wie im echten Modellbau. Wir folgen gemeinsam der Handlung in den Kinofilmen und kommen nach der Reihe zu den Schauplätzen auf den verschiedenen Planeten. Heute sind wir auf Geonosis gelandet, wo insektenähnliche Wesen in Termitenhügeln leben und die Separatistenallianz eine geheime Droidenfabrik aufgebaut hat. Die Jedis als Wächter der Republik stellen sich als Einzelkämpfer gegen die Separatisten. Der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi hat den Kopfgeldjäger Jango Fett verfolgt und wird von den Separatisten gefangen genommen. Sein Padawan-Schüler Anakin Skywalker beschützt gerade die Senatorin Padme Amidala und empfängt seinen Funkspruch auf dem nahegelegenen Planeten Tatooine. Die beiden eilen ihm zu Hilfe. Gemeinsam mit ihren treuen Droiden R2-D2 und C3PO irren sie durch die Droidenfabrik und werden auch von den Geonosianern gefangen genommen. In der großen, berüchtigten Petranaki-Arena werden sie an Säulen gefesselt und unter dem Jubel vieler Schaulustiger 3 Monstern zum Fraß vorgeworfen. Die Arena und die Monster muss man sich selbst bauen. Mich reizen dabei keine Großmodelle, die man nirgends mehr Platz hat und die man nicht mit genügend Figuren befüllen kann. Ich mag die kleinen, detailliert ausgestalteten, offenen Gebäude, weil man das Modell von vorne und von hinten mit verschiedenen Szenen und Minifiguren ausgestalten kann. Von der Arena reicht das Eingangstor mit Fallgitter, darüber kommt die Ehrenloge mit den Anführern der Separatisten, links und rechts davon 2 kleine Zuschauertribünen und an der Rückseite des Modells könnte man den Platz im Erdgeschoss und hinter der Ehrenloge im 1. Stock hat ein kleiner Versammlungsraum für die Separatisten Platz. In die Arena kommen die 3 Marterpfähle, an die unsere Helden gekettet sind, und dann muss man sich nur noch die 3 wilden Tiere zusammenbauen. Die Minifiguren für die Arena sind beim republikanischen Kanonenboot 75021 von 2013 dabei. Das ist der ikonische Tiefflug-Truppentransporter, mit dem Yoda und die Klontruppen in der Arena landen, um die überlebenden Jedi zu retten. Den ersten Angriff der Klonkrieger gab es 2002 mit dem republikanischen Kanonenboot 7163. Im Kinofilm der Episode 2 tragen die ersten Klonkrieger die Phase 1 Rüstung, das heißt den Helm ohne Atemmaske und mit dem Helmkamm in der Mitte, der hinten vorschaut. Es gibt 4 verschiedene Phase 1 Rüstungen, 2018 sind noch die bedruckten Hosen dazugekommen. Die ersten von 2002 hatten offene Helmschlitze und einen schwarzen unbedruckten Kopf. Mit der Zeichentrickserie Clone Wars wurden 2008 zuerst die Rüstungen der Phase 1 erneuert.
Die Helme waren geschlossen und die Visiere aufgedruckt. Die Köpfe waren hautfarben mit bedrucktem Gesicht und auch der Aufdruck des Torsos wurde erneuert. Die neuen Helme haben 2 Stecklöcher an den Schläfenseiten, in denen man Zubehör einstecken kann. Rechts ein Periskop, das bei Lego als Entfernungsmesser bezeichnet wird, und links einen Scheinwerfer. Oder man kann an den Löchern den Splitterschutz für die Klonkommandanten befestigen. Beim Separatistenpanzer 7748 gibt es auch 2 Klonkrieger mit einem Raketenrucksack. 2008 gab es schon eine ganze Reihe von Varianten der Klonkrieger. Die Piloten haben eine ganz eigene Bedruckung mit einem gelb verzierten Helm und 2 Lufthoheitsabzeichen der Republik. 2008 gab es schon die ersten 4 Klonkommandanten mit einer zusätzlichen Panzerung an der Rüstung, am Helm mit einem Splitterschutz, einen Schulterpanzer und einen Projektilschutz an der Hüfte. Den ersten Auftritt im Kinofilm hat der orange Commander Cody vom 212. Luftlandebataillon, der von Meister Yoda die Befehle empfängt. Der verwegene blaue Captain Rex ist der Anführer der legendären 501. Panzerlegion im sechsbeinigen Panzerläufer 7675. Er ist der einzige Klon mit einem besonderen, mit einem Stoppelbart bedruckten Gesicht. Und in den Klonkriegen befehligt der dunkelrote Commander Fox die Coruscant-Wache im Set 7681. 2014 wurde die Bedruckung der Figuren erneuert und kehrte wieder von den Zeichentrickfilmen zu den realistischen Kinofilmen zurück. Der Helm blieb der gleiche wie von 2008, bekam aber eine neue Bedruckung. Der Gesichtsausdruck war nicht mehr so grimmig, sondern eher ängstlich. 2018 kamen bedruckte Beine dazu und 2022 kam die bislang neueste Bedruckung heraus mit den neuen nougatfarbenen Köpfen. In der letzten Minute kommt die neu geschaffene Klonarmee den Jedis in der Geonosis Arena zur Hilfe. Für die Truppenlandung gibt es das ikonische Kanonenboot, genauer gesagt der Tiefflug-Angriffstransporter. Es gibt 4 verschiedene Spielsets. Das erste vom originalen Kinofilm ist das 7163 von 2002 mit dem unbekannten Jedi Bob. Das zweite kam 2008 als 7676 zur Clone Wars Zeichentrickserie heraus. Das 4. Kanonenboot ist das dunkelrote Coruscant-Wachschiff 75354 mit Senatorin Padme und Kanzler Palpatine. Das weitaus beste Set ist aber das republikanische Kanonenboot 75021 vom 1. Juni 2013 mit dem Angriff der Klonkrieger auf die Geonosis Arena. Es besteht aus 1175 Teilen, hat die typische weiß-dunkelrot-limettengrüne Farbgebung, besteht aus dem charakteristischen langgezogenen Rumpf, am Heck sind die 2 schräg gestellten Flügel angebaut und oben sitzen die 2 Triebwerke. Es gibt vorne 2 Cockpits für den Pilot und den Co-Piloten. Die Schützen vom Kanonenboot sitzen in 4 verschiedenen transparenten, kugelförmigen Geschütztürmen. Für die 4 Geschütztürme gibt es aber nur 3 Kanonen, 2 vorne und eine am Heck. Für die echte Schussfunktion sind 6 Projektile an 2 schrägen Technik-Liftarmen oben zwischen den Triebwerken angebaut, die man mit den Fingern herausschnipsen kann. Unter dem Cockpit gibt es links und rechts 2 Luken für die Munition. Dahinter ist ein kleiner offener Mannschaftsraum, dann kommt der Frachtraum mit den Schiebetüren und hinten gibt es eine große Heckklappe mit einer Garage für das Speederbike. Bei diesem Set ist die einzigartige Padme-Figur mit dem weißen Geonosis-Outfit dabei.
Unter der Luftunterstützung der Kanonenboote rückt die Klonarmee mit den sechsbeinigen Panzerläufern vor, den typischen AT-TAs, von denen es bei Lego 5 verschiedene Spielsets gegeben hat. Das erste 4482 im Jahr 2002 zur Episode 2 mit den Phase 1 Klonen. Hinter dem Kofferraumdeckel ist eine Bucht für das Speederbike. Das zweite Set 7675 wurde im Jahr 2008 zur Animationsserie The Clone Wars herausgegeben. Es hatte ein deutlich stabileres Technikgerüst im Innern und es war die allererste Minifigur von Ahsoka Tano und von Captain Rex dabei. Der dritte Panzerläufer 75019 von 2013 erschien zur Neuauflage der Episode 2. Es ist eine normale Figur von Mace Windu und Coleman Trevor dabei. Statt dem blauen Captain Rex gibt es einen normalen gelben Klonkommandanten und 2 exklusive dunkelorange Kampfdruiden, einen Kommandanten und einen Kämpfer. Das vierte Set 75157 von 2016 zur Serie Star Wars Rebels ist eine ganz außergewöhnliche Variante. Sie ist ein umgebauter, farbenfroher Läufer, in dem die gealterten Klone ein mobiles Zuhause gefunden haben. Die bis heute modernste und baulich ausgereifteste Version ist das 75337 von 2022. Es gibt einen guten Tragegriff und das Cockpit und das Heck sind zugänglich. Es sind Klone der Phase 2 dabei, mit dem extrem begehrten Commander Cody mit orangem Visier sowie 3 Klone der 212. Legion. Mich faszinierte sehr die spektakuläre Truppenlandung auf Geonosis mit dem legendären Dropship 10195 von 2009 nachzuspielen. Der Tiefflug-Angriffstransporter ist das Trägerschiff der sechsbeinigen Panzerläufer. Deshalb habe ich das Clone Wars Modell 7675 von 2008 gewählt, weil es das einzige standardmäßige Lego-Set ist, das mit dem Trägerschiff kompatibel ist. Obwohl es Clone Wars Modelle sind, kann man damit perfekt die Truppenlandung auf Geonosis in der Episode 2 nachstellen. Der All-Terrain Tactic Enforcer besteht aus 798 Teilen. Ich habe das Set günstig ohne die Minifiguren gekauft, ohne den beliebten Captain Rex, Ahsoka Tano, Rotterdam Hood und Anakin Skywalker. Es sind 2 Bauanleitungshefte mit 76 und 56 Seiten dabei. Die Titelseite ist im Querformat und die Bauschritte im Hochformat. Auf der Rückseite gibt es 4 Fotos von anderen Sets, auf den vorletzten Innenseiten die Spielfunktionen und davor noch die Teileliste. Hier sehen wir das fertige Set mit den 6 Minifiguren, mit dem Klonfahrer und einem Kampfdroiden. Captain Rex hat mehrere Zubehörteile zum Aufstecken dabei. Neben dem sechsbeinigen Kampfläufer ist ein blaues Step mit einem Kampfdruiden dabei, mit einem Handgriff hinter der Motorhaube, 2 Blasterkanonen, Antriebsdüsen und Flügel, auf einem hohen transparenten Ständer in der blauen Farbe der Zeichentrickserie. In den Kinofilmen sind die Steps nämlich braun, wie dieses hier vom MTT von Naboo. Der niedrig gebaute sechsbeinige Kampfläufer hat in der Mitte einen ausziehbaren Techniklochstein, den man als kleinen Tragegriff herausziehen kann. Am Dach ist ein drehbarer Hauptgeschützturm, vorne das dunkelrote Cockpit und an den Seiten der Panzerplatten sind dunkelrote Farbelemente als Verzierungen. Die Beingelenkscheiben sind bedruckte Satellitenschüssel. Innen hat der Kampfläufer ein stabiles Technikgerüst und das Modell ist für damalige Verhältnisse relativ robust gebaut, auch wenn die daran hängenden Beine und Anbauten leicht abfallen können.
Die vorderen und hinteren 4 kleinen Beine sind mit Gummibändern gespannt und bleiben immer in der ausgestreckten Position. Die mittleren größeren Beine hingegen kann man frei vor und zurück bewegen. Aber richtig laufen kann der Läufer mit diesen Beinen nicht. Die Frontscheibe vom Cockpit kann man nach unten aufklappen und den Führerstand mit dem Sitzplatz und den 2 Steuerhebeln für den Klonpiloten kann man mit dem Griff an den Führungsschienen herausziehen. Die Figur ist ein ganz normaler Phase 1 Klonkrieger von 2008 ohne besondere Pilotenabzeichen. Hinter dem Cockpit ist am Dach die rundum drehbare Hauptkanone mit einem Sitz für den Schützen, der ohne Handgriffe in einigem Abstand zum Geschütz sitzen muss. Beim Set war für diesen Sitzplatz kein zweiter Klonkrieger dabei. Das Dach kann man aufklappen, innen gibt es vorne einen Halter für einen kleinen Postkasten mit einem Blinklicht als Transportcontainer und 2 schwarze Sitze für Klonkrieger. Der Angriffspanzer ist also gleichzeitig ein Truppentransporter. Im Heck gibt es eine größere Plattform mit Halter für 4 Waffen und einem Blinklicht und noch 4 zusätzliche schwarze Sitze. Es können also zusätzlich zum Fahrer und zum Schützen in den Mannschaftsräumen noch 6 Klonsoldaten mitfahren. Es war aber nur ein einziger Klonkrieger bei diesem Set dabei. Als Bewaffnung gibt es neben dem großen, dreh- und schwenkbaren Hauptgeschützturm mit der großen Hauptkanone noch 6 auf kugelförmigen Gelenken bewegliche Laserkanonen. 2 vorne links und rechts vom Cockpit und 2 hinten am Heck. Für die echte Schussfunktion gibt es vorne links und rechts vom Cockpit gut verdeckt unter der Panzerung 2 funktionsfähige Raketenwerfer, die man mit dem Druck oben auf die Panzerklappe abfeuern kann. Es sind 2 große Technikgeschosse mit Gummikopf dabei, sogenannte Flickfire Missiles. Ich klappe jetzt die seitliche Panzerklappe auf, damit wir den versteckten schwarzen Projektilwerfer sehen, der mit einem einzigen Technikpin am Grundgerüst befestigt ist. Ich stecke das Projektil hinein und wir können es mit dem Druck auf den kleinen Zapfen der Panzerplatte abfeuern. Die dreidimensional geformten Panzerplatten hängen nur an einem einzigen Gelenk und auch die kurzen Beine sind nur mit 2 Technikpins am Rahmen befestigt. Dadurch ist die ganze Konstruktion nicht besonders stabil. Einen besonders spektakulären Angriff der Klonkrieger könnte man mit einem motorisierten Läufer inszenieren. Der 6-beinige Läufer läuft viel stabiler als ein 4-beiniger Läufer. Wie der motorisierte AT-AT 10178 von 2007 geht immer nur auf 2 schräg gegenüberliegenden Beinen. Wenn sich immer das mittlere Bein von einer Seite mit den 2 äußeren Beinen der anderen Seite gemeinsam bewegt, bekommt der Läufer beim Gehen eine stabile 3-Punkt-Auflage und kann sich besonders sicher fortbewegen. Am besten fasst man das Modell immer am mittleren Tragegriff an. Der ist sehr stabil und da kann man am wenigsten kaputt machen. Der Tragegriff ist gleichzeitig auch die Anhängekupplung für das Trägerschiff. Obwohl es erst ein Jahr später herausgekommen ist, passt das legendäre republikanische Dropship 10.195 aus dem Jahr 2009 perfekt zum AT-DA 7675 dazu. Für mich war es wichtig, den AT-DA zu verwenden, der auch im Kinofilm vorkommt.
Beim legendären Dropship 10.195 war nämlich ein oben offener, achtbeiniger Mannschaftstransporter AT-OT dabei, wie er nur in der Zeichentrickserie der Klonkriege vorgekommen ist. Der AT-OT hat mich überhaupt nicht interessiert. Deshalb habe ich mir vor ungefähr 10 Jahren das Dropship allein aus 984 Teilen zusammengebaut, die ich mir auf Bricklink zusammengesucht habe. Ich habe damals auch noch die meisten original beklebten Teile gefunden, wie die ikonischen abgeschrägten 6x8 Fliesen mit dem Wampa-Kopf. Einzelne beklebte Teile wie diese 4x4 Heckfliese habe ich nicht gefunden und genauso wie die 6 kleinen gelben Eckaufkleber mit Replacement-Stickers ersetzt. Die weißen Ersatzaufkleber schauen leider nicht so authentisch aus wie die vergilbten Originalaufkleber. Die meisten Aufkleber vom Replacement-Stickerbogen sind noch unbenutzt. Die wichtigsten Aufkleber habe ich zum Glück im Original bekommen. Die Bauart vom Lastenträgerschiff erinnert an das Kanonenboot. Statt dem Frachtraum gibt es einen langgezogenen Schwanenhals. Das Schiff steht auf 2 langen, beweglichen, mit Gummibändern gefederten Beinen. Die 6x6 Satellitenschüsseln sind gleichzeitig Standfüße und Halteklauen für die angehängte Last. Am hochgestellten Katzenbuckel des Schiffes sind 2 lange Flügel und 2 große Triebwerke angebaut. Unter der Cockpitverglasung sitzt der gelbe Klonpilot von 2008. Das Cockpit ist mit einem Technikgelenk schräg zwischen die Seitenwände des Halses eingebaut. Links und rechts vom Cockpit ist der große 6x8 Dachstein mit dem Wampa-Kopf, den man auch wahlweise mit einem Droidenkopf austauschen kann. Es ist ein Laderaumdeckel zum Aufklappen und dahinter gibt es einen ausziehbaren Halter für 8 Projektile als Munition, genauso wie wir es beim Kanonenboot gesehen haben. Auf der Hinterseite des Cockpits gibt es unten noch eine kleine Laderampe zum Aufklappen, die bündig mit dem Boden abschließt, wenn das Schiff abgestellt ist. Unter den Flügeln haben wir links und rechts einen Halter für jeweils einen Satz von 4 Raketen. Mit einem Druck auf den hinteren gelben Knopf wird die ganze Batterie mit allen 4 Raketen auf einmal zugleich abgeschossen. Unter dem Cockpit gibt es links und rechts auf 2 Kugelgelenken die Laserkanonen, die man in alle Richtungen drehen kann. Genauso wie wir es schon am Heck des Raumschiffes gesehen haben. An der Oberseite des Schiffes kann man den kleinen dreieckigen Heckflügel hochklappen und daraus entsteht ein großer, stabiler Tragegriff, der aus Technik-Liftarmen gebaut ist. Mit dem Tragegriff kann man das Schiff stabil hochheben. Das Trägerschiff allein wiegt schon 1,2 Kilo und die Kupplungshalterung muss nochmal den Läufer mit 1 Kilo tragen. Die Anhängekupplung ist ein komplizierter Mechanismus mit einer Gummiringfederung. Der Knopf in der Mitte hält den Haken gespannt. Drückt man den gelben Knopf nach oben, so schnappt die Technikachse ein und drückt sich in die gegenüberliegende Öse hinein. Der Handgriff des ATTE ist ein normaler Techniklochstein, den man in ausgezogenen Zustand nicht feststellen kann. Wenn man ihn auslässt, dann fällt er sofort wieder nach unten. Deshalb befestige ich ihn gerne an der Unterseite des Modells mit einer 2x4 Platte. So kann man den Haltegriff vom Panzerläufer leicht an die Tragekupplung des Lastenschiffes anhängen. Der Haltegriff schiebt dabei den gelben Druckknopf nach oben.
Die Technikachse der Verriegelungseinrichtung schiebt sich durch ein Technikloch des Haltegriffes hindurch und schiebt sich dann weiter in die gegenüberliegende Öse der Anhängekupplung hinein. So kann man das Lastenschiff bequem am Haltegriff steuern und den schweren Panzerläufer berührungslos ankuppeln. Der Nachteil von diesem automatischen Schnappmechanismus ist, dass man den Läufer schnell aufnehmen, aber nicht automatisch absetzen kann. Wenn man den Läufer bei der Landung absetzen will, muss man mit der zweiten Hand den Kuppelstift herausziehen. Es ist ein wunderschönes, legendäres Set mit einer tollen Spielfunktion und einer Kombinationsmöglichkeit nicht nur mit dem AT-OT, dem AT-TE, sondern auch mit dem neuen 10-rädrigen Klon Turbotank 8098 von 2010. 3 verschiedene Sets von 3 unterschiedlichen Jahren passen ohne Umbau zum selben einzigartigen Trägerschiff von 2009. Jetzt fehlt uns nur noch der Showdown vom Angriff der Klonkrieger. Count Dooku fliegt vom Schlachtfeld auf seinem genossianischen Flitknot-Speeder. Vom Gegenspieler Count Dooku gibt es 3 Figuren, eine alte Figur mit gelber Haut vom Duell 7109 von 2002 mit seinem ehemaligen Meister Yoda, dann gibt es eine comicartige Zeichentrick-Clone Wars-Figur aus 3 Sets von 2009 bis 2012. Count Dooku hat sein typisches Laserschwert mit dem gebogenen Pistolengriff. Die neueste Figur aus dem Set 75017, Duell auf Geonosis von 2013, ist die einzige, die man für ein Diorama verwenden kann. Und das nette kleine Spielset enthält auch viele nützliche Ideen und Funktionen. Das Set aus 391 Teilen enthält den Hangar von Geonosis mit einer Landeplattform und einem großen Eingangsportal. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker sind bei diesem Set nicht dabei. Sie versuchen, Count Dooku aufzuhalten. Den erbitterten Kampf kann man mit diesem netten kleinen Spielset gut nachspielen. Die 2 Wandleuchten kann man mit einer Schussfunktion herausschnipsen. Mit einem Hebel sprengt man ein Wandelement ab. Mit seinen Energieblitzen gelingt es Count Dooku, die Jedis zu besiegen. Zuerst geht Obi-Wan K.O., als ihn Anakin rettet, hackt ihm Count Dooku seine rechte Hand ab. Beide Jedis liegen am Boden und Count Dooku will sie mit einer umstürzenden Säule töten. Dann kommt noch rechtzeitig Meister Yoda, um die beiden zu retten. Am Rücken hat er eine Winkelplatte mit einer Noppe, die man auf den beweglichen Stab stecken kann. Mit diesem Hebel springt der 874 Jahre alte Greis flink durch die Luft. Er kann Obi-Wan und Anakin retten, aber Count Dooku nicht besiegen. In einem Postkasten hinter dem Felsen nimmt er den Bauplan des Todessterns heraus und kann damit fliehen. Damit sind wir heute am Ende der Episode 2 angelangt. Am nächsten Freitag geht es um 19 Uhr weiter mit der Episode 3. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.